Hallo, hallo, Bike- und Camper-Selbstbaufreunde. Da die Startwoche im neuen Jahr an ein paar Tagen so um die 10 Grad warm war, wollte ich dann doch die ersten Styrodurplatten beschichten und, ja, auch kleben. In den dicken alten Sandsteinmauern der Werkstatt hält sich dann doch extrem lang die Kälte. Mit Holzofenfeuer im Nebenraum waren es dann innen immerhin schon 7 Grad. So, wird's was? Ach, der erste Versuch zeigt's. Platte 750 Gramm, plus 150 Gramm Epoxidharz EP45. Die Verarbeitungszeit bei optimaler Temperatur 45 Minuten. Plus 60 Gramm Glasgittergewebe aus dem Sanitärbereich. Für die Seitenwände wollte ich ursprünglich je 4 Platten auf 2,40 Meter x 1,25 Meter vorbereiten. Ach, aus Platzgründen verklebe ich jetzt erstmal immer nur je 2. Das ist besser handhabbar. Wie das Epoxidharz bei diesen Temperaturen aushärtet, zeige ich euch später in diesem Video. Für die fahrradseitige mittige Befestigung der Kupplung gibt's es jetzt auch eine Lösung. Der Tragbügel ist noch nicht lackiert und mit dem hinteren Ende verschweißt, falls dort noch was geändert werden muss. Für Probefahrten, um die Deichselfunktion zu testen, finde ich das so erstmal okay. Auf die Testfahrten mit Last durch Berg und Tal freue ich mich schon riesig. Die starten, sobald das Wetter bissl besser wird.
Außerdem habe ich die Konstruktion der Mitteldeichsel auf die Eigenheiten der Tandemachse angepasst. Die Deichsel ist stabil und fest, aber in Grenzen doch beweglich, damit bei Bodenwellen die Räder den Kontakt nach unten nicht so verlieren. Ich werde die Konstruktion wie gesagt ausführlich unter verschiedenen Bedingungen testen und davon berichten. So, das Epoxy hatte eine Nacht bei nur 5 Grad Zeit. Gestern Abend gab es noch keine Anzeichen für eine Reaktion, obwohl ich ja circa eine Viertelstunde mit Wärme nachgeholfen hatte. Ach, jetzt sieht's ganz gut aus. Das Harz hat reagiert, ist noch leicht klebrig, aber schon starr. Noch etwas Wärme kann zum Nachhärten nicht schaden. Sicher ist sicher, die mit Glasgittermatte laminierte Platte durfte mit in die Stube. Ja, besser gesagt für 24 Stunden ins warme Bad. Jetzt, nach 3 Tagen Härtezeit, kann ich keinen großen Unterschied zum im Sommer verarbeiteten Epo feststellen. Ach, da bin ich doch erstmal ganz zufrieden. Also, bis bald zur Probefahrt. Dank an euch fürs Zuschauen. Wie immer gilt, bitte teilt eure eigenen Gedanken mit. Ich bin ja weder allwissend noch erhebe ich Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür freue ich mich wieder sehr auf eure Kommentare. Also, her mit euren Erfahrungen, Bikecamper-Tipps, Anregungen und Fragen. Ach ja, ein Abo auf dem Kanal lohnt sich. Es wird hier immer wieder neue Videos geben. So, dann, also bis bald.